Ich zeige Ihnen jetzt einen Eskalationsfall. Hier will jemand etwas drucken lassen. Ich habe hier den Text genommen, Druckerbesitzer lehnt Druck ab. Wir haben Drucker ausgewählt, wir speichern den Vorgang. Der Drucker, dem der Drucker gehört, sieht diesen Druck als neu. Sofort, Sie sehen ihn hier als neu, den 1.6. So, aber sein Drucker ist defekt, irgendwas ist nicht. Er lehnt den Druck ab. So sieht der Druckerbesitzer die Seite, also die Daten. Mein Drucker ist leider defekt. Und nachher bekommt der Druckauftrag den Status, den Sie jetzt gleich sehen werden, abgelehnt auf Deutsch oder in Englisch rejected. Auch der Druckerbesitzer, auch derjenige, der den Auftrag gegeben hat, sieht den Druck auf abgelehnt. In so einem Fall, das sollte eigentlich nicht vorkommen, in so einem Fall ist es momentan notwendig, dass Sie uns einfach eine E-Mail schreiben und wir drucken das für Sie oder wir finden einen anderen Druckerbesitzer, der das für Sie druckt, oder es gibt einen technischen Drucker, warum das momentan nicht möglich ist. Nächste Möglichkeit ist, dass der Druck vom Druckerbesitzer